Nach 6 Jahren Deutschunterricht hatte ich gedacht, dass ich sehr gut Deutsch sprechen kann. Ich hatte sogar schon ein C1-Zertifikat und dann kam ich nach Deutschland und habe gemerkt, dass ich nichts verstehe. Damals war ich 18, als Au-pair-Mädchen in Köln bei einer Familie. Und plötzlich habe ich bemerkt, dass Deutsch keine Schulaufgabe mehr ist, sondern mein Leben. Heute, viele Jahre später, bin ich Deutschlehrerin. Und in diesem Video erzähle ich dir, warum ich die deutsche Sprache trotzdem liebe und warum du sie lieben könntest. Ich mochte Deutsch schon immer. Ich mochte die Struktur, die klaren Regeln, die Logik dahinter. In Köln war alles anders. Ich stand plötzlich da, alle haben sehr schnell geredet, mit Dialekt. Die haben nicht die Wörter komplett ausgesprochen, wie im Unterricht. Und ich stand mit meinem Wörterbuch und verstand einfach gar nichts. Ich erinnere mich bis heute, als ich in einem Supermarkt war, und die Verkäuferin sagte, das macht 2,50 €. Und ich dachte nur, was ist das für ein Deutsch? Die ersten 3 Monate waren wirklich sehr schwierig. Also ich habe wirklich kaum verstanden, was man von mir wollte. Nach etwa 3 Monaten passierte etwas Magisches. Ich habe aufgehört, alles ins Polnische zu übersetzen. Und ich begann, auf Deutsch zu denken. Plötzlich verstand ich die Sätze, ohne jedes Wort ins Polnische zu übersetzen. Und da merkte ich, das ist der Schlüssel. Wenn du eine Sprache lernst, du musst sie fühlen. Du musst sie nicht übersetzen. Du musst die Konzepte lernen. Also was bedeutet ein Wort und nicht, was heißt das in meiner Muttersprache. Weil da kommen die Schwierigkeiten. Bei der Übersetzung nämlich passieren sehr viele Fehler. Und etwas, was in deiner Muttersprache vielleicht komplett anders ist, wird jetzt ins Deutsche übersetzt und du verstehst sowieso nichts. Deswegen wiederhole ich meinen Schülern immer, dass es sehr wichtig ist, nicht die Wörter einzeln zu verstehen, sondern den Kontext und auch das Konzept, das hinter diesem Wort steckt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel lerne, ich weiß nicht, Flasche. Ich muss nicht suchen, okay, auf Polnisch heißt das Butelka, sondern ich bilde mir sozusagen, ich suche ein Bild von der Flasche, wenn ich an Flasche denke. Und auf diese Weise denkst du sofort auf Deutsch, weil du brauchst nicht die Übersetzung. Du musst nicht die ganze Zeit übersetzen. Und dabei verlierst du dich nicht, wenn du sprichst, sondern du baust die Sätze, du suchst die Konzepte, genauso wie in deiner Muttersprache. Und das ist so ein Moment, wenn du das anfängst zu machen und aufhörst, die ganze Zeit zu übersetzen, wo man wirklich fließend Deutsch sprechen kann. Irgendwann, nicht sofort natürlich, aber nach dem Prozess, es kommt. Heute weiß ich es. Der Moment, wo du aufhörst zu übersetzen, ist der Moment, wenn du die Sprache anfängst, wirklich zu sprechen. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht und viele peinliche. Zum Beispiel einmal hat mir der Gastvater bei der Familie, wo ich in Köln gewohnt habe, gesagt, dass er Pollenallergie hat. Und was habe ich verstanden? Natürlich Polenallergie. Ich habe mich richtig aufgeregt. Ich habe mir gedacht, was für Frechheit, mir so ins Gesicht zu sagen, dass er Pollenallergie hat. Oder der Marienkäfer, der armlos war und nicht harmlos, also ungefährlich. Ich lache darüber bis heute. Auch noch so ein lustiger Fehler, das passiert ist, das war nicht mein Fehler, sondern meines Mannes. Also damals konnte ich schon sehr gut Deutsch sprechen und er noch nicht so gut. Er hatte in einer so sehr schönen Situation, so eine romantische Stimmung zu mir gesagt, was mache ich mit dir? Auf Spanisch bedeutet das etwas Schönes. Im Deutschen heißt das, oh Gott, wie bin ich hier gelandet? Scheiße, ich muss weg von hier.
Aber ich wusste, er meinte das liebevoll. Durch Fehler lernt man, dass die Sprache nicht nur Wörter, nicht nur Grammatik ist, sondern alles, was dahinter steckt. Also die Kultur, Humor, diese Erkenntnisse, diese Erfahrung, die ich mit dem Deutschen gemacht habe, hat mein Leben wirklich besser gemacht, wirklich leichter gemacht. Die Erfahrung hat alles verändert. Zum Beispiel auch die Weise, wie ich Spanisch gelernt habe. Ich habe von Anfang an es anders gemacht als mit der deutschen Sprache. Ich habe nichts auswendig gelernt. Ich habe einfach zugehört, gesprochen und Fehler gemacht. Und nach den ersten 2 Wochen konnte ich schon eine sehr leichte Konversation auf Spanisch haben. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, so ein Beweis, dass man eine Sprache verstehen muss und nicht sie lernen. Heute bringe ich genau das meinen Schülern bei, die alles perfekt machen wollen, die wollen keine Fehler machen. Aber Fehler sind gut. Fehler sind so wie eine Testphase. Wenn wir nicht testen, wir können uns nicht verbessern. Deswegen mach Fehler, probiere es aus. Es ist schön, wenn jemand dich korrigiert, das ist nichts Schlimmes. Wenn jemand dich korrigiert, du kannst nur dadurch lernen. Fehler sind gut. Für mich bei meiner Arbeit ist nicht wichtig, die Regel beizubringen, sondern dieses Warum. Warum ist das so? Wenn ein Schüler mich fragt, warum sagt man das so und nicht so? Es gibt nie bei mir, es ist einfach so, weil ich das immer gehasst habe. Ich habe solche Antworten bekommen und das bringt nichts. Jemanden, der Deutsch lernt, bringt das wirklich gar nichts. Zu hören, es ist einfach so, es klingt besser, es gibt immer eine Erklärung. Deutsch ist logisch, es ist strukturiert und es gibt Erklärung für alles, wenn man sich die Mühe macht, die Erklärung zu finden. Ich nenne meine Methode immer Deutsch mit Herz und Verstand, weil ich glaube, dass eine Sprache keine Prüfung ist, sondern die Sprache baut Brücken zwischen Menschen. Sie verbindet Menschen. Natürlich unterrichte ich mit Struktur, aber auch mit Gefühl. Ich will immer die Person hinter der Grammatik sehen. Und manchmal leide ich auch mit, weil ich das selber auch durchgemacht habe. Ich möchte, dass du sprichst, auch wenn du Fehler machst. Das ist doch gut. Du testest die Sprache. Du sollst stolz auf dich sein, dass du so viel erreicht hast, dass du jeden Tag ein bisschen besser bist und dass du jeden Tag mutiger bist. Verliere die Angst und sprich einfach. Fang an zu sprechen. Wenn du Deutsch lernst und oft zweifelst, glaub mir, ich verstehe dich, ich habe denselben Weg gemacht. Es ist möglich, die Sprache zu lernen. Halte durch. A1, A2 sind die schlimmsten. Danach ist wirklich besser. Das wiederhole ich allen Schülern. Was ist der Unterschied zwischen uns beiden? Ich habe die Sprache als Fremdsprache gelernt. Ich habe dafür gekämpft und jetzt unterrichte ich Deutsch. Du kannst das auch. Damit es dir leichter ist, als es mir war, habe ich einen 10-Schritte-Plan für dich erstellt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung. Guck andere Videos von mir. Wenn du Fragen hast, schreib mir, weil ich wirklich dir helfen möchte. Du kannst mir einfach in die Kommentare schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben. Ich bin Deutschlehrerin aus Leidenschaft. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Also ich liebe es, Menschen zu helfen. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mir einfach. Wenn dir das Video gefällt, wenn du gerade denkst, genau so fühle ich mich, dann abonniere meinen Kanal, klick auf die Glocke, weil du vielleicht mich nicht mehr sehen wirst. Und denk dran an meine Worte. A1, A2, durchhalten, danach wird es besser. Bleib dran, verliere die Motivation nicht und mach's weiter. Du machst das wirklich toll. Du sollst stolz auf dich sein. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.